Moinsen, ihr Süßen, bei Let's Play Metal Gear Solid Peace Walker. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele. Und wir werden auch herausfinden, woran das liegt. Es war das Jahr 1964. Die Welt, aufgeteilt in Ost und West, befand sich mitten im Kalten Krieg. Eine amerikanische Heldin war zur Sowjetunion übergelaufen. Sie war bekannt als The Boss, die Mutter der Spezialforces und die Soldaten, die die Alliierten im Zweiten Weltkrieg zum Sieg geführt hatte. Doch mit dem von ihr mitgeführten amerikanischen Miniatur-Atomsprengkopf wurde eine sowjetische Forschungseinrichtung zerstört. Angesichts einer drohenden Atomkrieg trafen sich die Staatsoberhäupter oder Supermächte zu streng geheimen Gesprächen, um das Armageddon abzuwenden. Die Sowjetunion wollte eine Zusicherung, und dass Onkel Sam damit nichts zu tun hatte. Amerika sollte den Boss liquidieren und eine legendären Soldatin. Ihr merkt schon, ich muss verdammt schnell lesen. Ich glaube, ich lasse das. Ich lasse das. Lest das selber. Das ist ja fast so. Das geht so schnell weg. Big Boss. Wir spielen Big Boss, den legendären Helden. Er selbst sieht sich nicht wirklich als Held. Kann ich nachvollziehen. Krieg ist nicht unbedingt etwas Heldenhaftes. Wanna go around? Nope, habe ich nicht. Ups, warum legt er sich jetzt hin? Okay, das Tutorial würde ich sagen, überspringen wir einfach mal. What's going on, Kaz? We've got guests. Time to move. Don't worry, it's not our friends from Langley. I brought him. Made sure we won't fall. Thank you, Big Boss. Call me Snake. Sorry, Big Boss. Listen up. For us, there is no victory. But in revolution, doesn't one triumph or die? We don't do either.
Here. Ah, thank you. I feel like a new man. There's no coffee like Costa Rican coffee. So, what brings a distinguished scholar from the Costa Rican government to Colombia? Professor Galvez comes from Costa Rica's University for Peace. You see, over the past year, there have been sightings of an armed group in Costa Rica. They're not ours, of course. Costa Rica doesn't have an army. Correct. Article 12 of our Constitution states that the Army as a permanent institution is abolished. The Peace Constitution. You think it's rebels who fled Nicaragua? No, they don't appear to be guerrillas. They're far too organized. What's your government's take? The authorities in San Jose claim it's a multinational security firm, hired by the Development Corporation of Costa Rica. Lies, obviously. They're bringing in state-of-the-art weaponry and equipment by the shipload. Where'd they get that kind of cash? I fear La CIA may be involved. The CIA. As you both know, the United States views Central America as its backyard. Even after Cuba, we've managed to maintain a delicate balance with the U.S. And your government can't just give them the boot? We are not allowed to bear arms. Japan's constitution has something similar. Article 9. It says Japan renounces war and can maintain an army. I understand that you and your men have neither state nor ideology. That you will fight any foe. Please, you must drive them out of our defenseless country. We come to you, the Militaires Sans Frontières. So, you want to hire us? Yes, as our deterrent. We can't afford to pay much, it's true. But we can offer you this. A forward operating base. An offshore plant in the Caribbean. Sounds pretty good to me. This place is becoming a mess anyway. Snake, we need someplace we can settle down. The government's agreed to cooperate. Unofficially, of course. A chopper for transport would be nice too. I'll see what I can do. Hold it. You seem to think we're just a pack of dogs of war. Is that right? Yes, that's what I've heard. You're an army without a state. No, we've only left our countries behind. Please, you must help us. If your suspicions are true, force isn't going to do any good. You'll have to find a political solution. The government's hands are tied. Go back to your bosses in San Jose. Tell them if they want, I'll introduce them to a negotiator I know. No, I'm not here on their behalf. So, what are you doing here? For over 20 years, I've preached the virtues of peace at multiple universities. Tonight, I stand before you as an educator. This is my student. She came to me to study peace. Her name is Paz. Paz Ortega. Paz. Peace. No kidding. That's my name too. Kazuhira. It's Japanese for peace. Pleased to meet you, Paz. Call me Kaz. They've got a supply port north of Puerto Limon, a town in La Costa del Mar Caribe. A few days ago, Paz stumbled upon that facility while searching for a lost friend. She was captured. She's only a child, 16 years old. They did terrible things to her, but somehow she managed to escape. Oh, my God. She's huérfana,
Her mother died when she was small, and she lost her grandparents in the Civil War. She hates war with a passion like no other. My name is Paz, and I will do anything to protect my namesake. It is my one and only purpose. Please, get them out of my country. Make them leave Costa Rica. Sorry, kid. We know who you are, Big Boss. That is why we've come to you. Also wie es aussieht, haben sie entdeckt, dass irgendwelche komischen Leute was im Schilde führen und gesetzlich können die da wohl nicht viel machen. Deswegen Soldaten ohne Grenzen, die wir wohl sein sollen, das alles so ein bisschen unter der Hand machen. Und wir werden jetzt mal gucken. Miller here. Do you copy, Snake? I see you've landed. That makes one giant leap for us. I'm sending this from the offshore plant, our mother base. The signal is unidirectional. I'll be giving you commands and advice through this channel. Keep your headphones on at all times and pay attention. Also, make sure no one else can listen in. Snake, are you clear on the controls? Take a minute to refresh your memory. Use the analog stick to move. Use the circle, X, triangle. Schon passiert. I gotta thank you for agreeing to this, Snake. Man, am I glad to be out of here. Finally, we can leave all that crap in San Geronimo behind. Break into the mercenary business for real. Let me guess. You're doing it for her, aren't you? For her. Are they still here? Come on, Snake. This could be good for us. They're willing to give us an offshore plant, a place we can finally put down some roots. This is our chance to expand MSF. We don't need a place to stay, guys. We're nomads. We always will be. What? You'd rather keep wandering from conflict to conflict? Tools in the hands of whoever's fighting at the time? The second we settle down, who's to say we won't become the warmongers? Listen to me, Snake. We're not mercenaries. We're not a foreign legion. MSF's a business. A new kind of business. Look, it's not like we're trying to start a war here. All we need to do is find out who this security company really is. Come on, Kaz. It's pretty obvious that they're backed by the CIA. Wait a sec. That would mean... Our friend, the professor, is likely KGB. I see. We'd be making an enemy of our homeland. And there'd be no turning back. This damn thing won't light. Huh? Put on some coffee, Kaz. It's time for a little chat with the professor. I was a heavy smoker. When I got my medal from the Secretary General, he gave me this prosthetic hand as well. But smoking was ruining my lungs, so I quit. I've not had much use for it since. It's quite an honor to meet the legendary Big Boss. That's just a code name the CIA made up. Then perhaps I should call you John. I don't have a name. Stopped using that code name you liked so much 10 years ago. What about you, comrade? What do they call you back at Center? Well then, allow me to get straight to the point. Land as slim as a whip, hot as torture. That's the Chilean poet, Neruda.
Central America is the navel of the American continents, bridging north and south. We want this land. We'll build a socialist stronghold, then use it to split the Americas in two. America would lose its backyard. And with it, its economic production, shipping lanes, and strategic value. We, on the other hand, would gain a base from which all of Latin America would be well within our reach. He who controls Central America will win this Cold War. First comes Nicaragua, toppling the pro-American Somoza regime. In preparation, we've begun instigating anti-Somoza sentiment and providing aid to the Sandinista National Liberation Front. You're manipulating Sandinista into overthrowing Somoza for you. After the revolution, Nicaragua will become a socialist state. You think America's just gonna let that happen? Certainly not. After all, the CIA is already here. And that's the armed group inside Costa Rica. Precisely. It's clear that they've been sent in to disrupt our efforts across the border in Nicaragua. Simply put, the army now stationed in Costa Rica is CIA capital. But it's more complex than that. The CIA's got something else planned as well. What? That is the million-dollar question. Big Boss, we want you and your unit to find the answer. Infiltrate and investigate the facility in La Costa where Paz was imprisoned. Learn all you can of their operations. Then drive them out of the country. You're asking us to settle a turf war between the KGB and the CIA? What about her? That was all just an act? You mean her words about peace? She was captured, that much is true. But I've kept my KGB affiliation from her. And you thought we'd fall for a sob story? No. I had good reason to bring her along. She managed to escape with her life, but her friend was not so lucky. Why were they attacked? I believe this will help explain. Perhaps they saw something they weren't supposed to. Perhaps they heard something they shouldn't have. A cassette tape? Paz took this during her escape. She says her friend happened to record it by accident. What is that? A portable stereo cassette player. The first of its kind. Ah, I heard they were working on something like that in Japan. Didn't know you guys were too. I believe what you're about to hear will help you understand. What is that? A quetzal? The phoenix bird. Paz's friend was researching birds. She went out into the jungle to record bird calls and stumbled upon this. So? So what? Now it gets interesting. Poisonous. I need to get rid of it. I chase it back to its nest. You can't. The snake's too vicious. It's all... Many people... I chase it away. It will bite you unless you kill it. Go home. Boss. Voice print analysis confirms that this voice is indeed that of the legendary hero and criminal, the boss. What? The other hasn't been identified. Female in her 30s with a British accent. The song playing in the background was a hit in 1973. What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your mentor? Your mission or your beliefs? I am loyal to Boss myself. is alive in Costa Rica.
As I understand it, she was your commander, fought by your side, and that you killed her under orders from the CIA, thus surpassing her to become the hero known as Big Boss. Well, what'll it be? Will you take the job? Snake, it's gotta be a trap. So you still can't turn your back on your country? Then I suppose you won't need this. Wait! Snake? I'll do it for the girl. For Paz. Okay. For peace, then. Geile Zwischensequenzen für die Zeit auf der PSP. There they are. CIA mercs. Snake, you've got to get past them undetected. Avoid combat whenever possible. Ich setze hier mal ein Safe State. This is a sneaking mission. Hide behind stuff. Take the long way around. Whatever it takes to stay out of sight. Your gun is a last resort. It could just as easily kill you as save you. Schleichen ist die höchste Priorität. Und ich setze natürlich noch ein Safe State, weil ich eine kleine Pussy bin. Leute, ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Demo gespielt habe damals auf der PSP. The percentage in the upper right is your camo index. The lower the number, the more easily you'll be spotted. Conspicuous movements and loud noises will compromise your camo index. Your fatigues will act as camouflage. Not enough room, huh? We'll keep it here at the base. So, also ich erkläre kurz, so viel ich das weiß, die Reihenfolge der Stories. Also am Anfang war Metal Gear Solid 3, dann kam Metal Gear Solid, lass mal gerade überlegen, Portable Ops. Ich muss sagen, Portable Ops habe ich mal angespielt. Was soll das jetzt wieder hier? Ist aber einfach nicht mein Spiel. Ich glaube, das war alles noch viel zu sehr, viel zu neu, viel zu experimentell. Ja. Okay. Hätten wir den auch. Setzen wir hier mal ein Safe State. Hideo Kojima Game. Portable Ops und dann gab's. Moment. Ja, und da kam natürlich Peace Walker. So. Headshot. Dann ist natürlich noch ein Safe State, weil ich eine kleine Pussy bin. Und dann haben wir das eigentlich auch gleich schon. Der Schalldämpfer ist gleich hier weg. Und hier haben wir, glaube ich, eine Kiste, die wir. Hier war, glaube ich, da irgendwo eine Kiste. Letztens angespielt. Den nehmen wir natürlich mal mit hier. So. Ich hoffe, dass das zeitlich noch reicht. Ja, das war der letzte Schuss. Gucken wir mal, wie viel Zeit uns noch bleibt. Und geht er baden? Geht er schlafen? Sieht irgendwie nicht danach aus, ne? Der wird uns jetzt bestimmt sehen. Pass mal auf. Nee, okay.
Dann klauen wir uns auch noch mal ein bisschen was von ihm hier. Ja, Peace Walker, dann kam Ground Zeroes, dann kam Phantom Pain. Dann Metal Gear 1, Metal Gear 2, Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 4. So viel ich weiß. Und das ist der erste Einsatz, den wir jetzt beendet haben. Yes, sir, we broke him. We acquired the whereabouts of target 500. Acknowledged. Spears are loaded. The barge is cleared Point Bravo. Acknowledged. Out. Freeze. The cargo. Where's it headed? What is it? Airsuit. In the mountains. What's up there? This is Snake. Kaz, can you hear me? Loud and clear. You found a radio. It's got a circuit that reverses the audio phase. Let's switch frequencies from time to time, just to make sure we're not detected. I found a map of their bases. The cargo's heading from the marshes west towards Irasu. Nice going, boss. Kaz, this place is full of film badges. Dozens of them. Film badges? Like the ones used to measure radiation exposure? The radio man was wearing one. And whoever he was talking to called the cargo Spears. Wait, that would mean... Nukes. They're bringing nukes into Costa Rica. Das ist nicht gut. Holy Mother of God. Metal Gear Solid Peace Walk. Ach, ich liebe dieses Spiel. Finden wir mal heraus, warum. Ne? Ich habe es auch schon lange nicht mehr gespielt. Snake, Sea Snake. Technische Daten folgende Waffen erhalten. How's that map, Snake? Think you can use it? It tells me where their bases are, but it's just a bunch of points. No routes. I need better intel on the lay of the land. Snake, the professor said he's got the Sandinistas on his side. Said you should get in touch with the FSL and Commandante. Do they know they're backed by the KGB? Nah. As far as they know, they're really fighting for the revolution. The KGB is staying behind the scenes. I'm not sure the Sandinistas are aware of what's really going on. Still can't believe anybody would bring nukes here. Yeah, that's a shocker. Costa Rica's party to the Tlatelolco Treaty, which declares Latin America a nuke-free zone. Based on Japan's 3 non-nuclear principles, it bans the testing, use, import, or deployment of nuclear weapons. If word of this gets out, OHNE will be forced to act. It'll cause an international uproar. The treaty was signed to prevent another Cuban Missile Crisis. If the U.S. itself is gonna scrap it... Latin America is too close to spawning another Cuba or two already. The entire continent would become one big powder keg. Well, if they did bring nukes, we can't let them get away with it. Are they planning a test, showing off? Or is it all to keep the anti-American movement in check? Good question. Why bring them here? I can't figure it out. Whatever the CIA's up to in Costa Rica, the professor wants it stopped.
We need to find out what that something is. We need to get ready first, Kaz. Repairs? Working as fast as we can, boss. This place is pretty beat. Looks like hell. But as long as you're with us, we'll make it heaven. No one can bother us here. No state telling us what to do. This is the MSF's haven, our mother base. And with this foothold, we'll back you up even better than before. We're gonna turn this pile of junk into something big. Besser als nichts. Sage ich auch immer. Die Mother Base. Die Mother Base kann ihren Einsatz auf viele verschiedene Arten, zum Beispiel durch Entwicklung von Waffen oder Sammeln von Informationen unterstützen. Ja, also hier können wir Soldaten rekrutieren, beziehungsweise aufsammeln. Ja, ausbilden, glaube ich, das ging, glaube ich, auch. Und ja, gewiss, alles Mögliche an ja, Gegenstände entwickeln und sowas. Aber dazu kommen wir die alle später noch. Wählen Sie den Einsatz aus, an dem Sie teilnehmen möchten. Okay. Können wir uns anscheinend nochmal angucken. Post suchen, Folter- und Rettungseinsatz. Special Ops. Es gibt ja, soviel ich weiß, gibt es gewisse Nebenmissionen, die wir machen können und wahrscheinlich auch machen sollten, wenn wir denn die letzte Sequenz. Snake, I rigged that radio so you can contact our young lady friend Paz. Is she okay? No need to worry. She's tougher than you think. Still just a kid. Which is exactly why she could be an effective source of information. Besides, that little Angel de la Paz is the one who gave us this mission, right? I guess. I'll put her on. Snake, Paz, where are you? Ciudad Colon. A school. The teacher told me to stay here until things quiet down. Teacher? Oh, him. He's... Yeah, that's probably good advice. See, he has a radio in his room, so we can talk anytime. Pretty fancy for a teacher. Promise me, Snake, that you'll bring back peace and... I know. I'll contact you if I find your friend. Thank you. Snake, if you need to know about Costa Rica, the geography, the climate, the wildlife, anything, just ask me. I know about its history and laws too. We learned it all in school. Got it. I have a question. I'll ask. What? In school, I also learned that peace is an unnatural state for human society, and that war is a constant threat to our relationships with others. That's right. So, to achieve peace, we have to create it ourselves. Crying about it won't bring it about or make it last. Each one of us must go and seek it out. You won't find it without making sacrifices. No offense, but I don't know what peace is. Never felt what it's like. Never even been interested in it. Snake? Oh, sorry. Listen, Paz, I think your ideas are admirable. I hope they turn out to be right. Yeah, me too. Peace is in your name. Who better to help bring it back? Thanks, Snake. I will be here whenever you need me. See you later. Snake, use your radio to call people, but stay alert. You're in the middle of a mission and can't afford to let your guard down. Got it. Need to know more about Costa Rica? Haas can help you out. Good to know. We'll follow their transport route. This should take us straight to their main base. From what I've seen, it looks like nukes. Agreed. The key thing now is to confirm whether those spears really are what we think they are, and if so, why they're here. Follow the transport route. Find the nukes. That's what I'm thinking. First, we should make contact with the Sandinista Comandante. They can tell us more about what's up ahead. But it looks like their hideout's already come under attack. We
Better hope they're still alive. Snake, infiltrate that cabin and secure the Sandinistas' Commandante. Neutralize any guards by knocking them out, putting them to sleep, or even using the Fulton recovery system. You choose how to handle it, boss. Einzelspieler. Ja, man kann Missionen tatsächlich auch im Host, das war damals so, bei der PSP konnte man lokal mit anderen PSP-Usern zocken. Einsatzvorbereitung, wir gucken. Und dann haben wir dieses Menü hier. Ich wollte nicht zurückgehen. Und dann gucken wir uns mal an, was wir hier haben. Hier haben wir die Kleidung, die können wir verändern. Ich würde aber prinzipiell... Ich glaube, so in den ersten Missionen ist das alles noch nicht ganz so wichtig. Hier haben wir die entsprechenden Waffen. System zur Personalrettung und Bergung. Das brauchen wir. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, ob wir das auch hier... Folterung. Ja, das haben wir auch schon hier drin. Okay, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter, oder? Achso, was ich sagen wollte. Anscheinend gibt es Nebenmissionen, die wichtig sind, um eine letzte wichtige Sequenz freizuschalten. Und das dauert aber ewig und deswegen werden wir die wahrscheinlich eher nicht machen. Plus am Ende dann selbst einfügen über YouTube. Müssen wir einfach mal gucken, weil so viel ich weiß, musst du da Stunden grinden oder so. Und weder ich habe das... Ja, weder ich habe da Zeit und Lust drauf, noch ihr wollt sehr wahrscheinlich sehen, wie ich mich hier stundenlang... Ich warte mal, bis der umstellt, weil unser Schalldämpfer ist auch nur begrenzt. Ich hoffe, er fällt um. Ah. Dann halt nicht. Ich gehe direkt zuerst zu dem, nachher steht er wieder auf. Und wir werden den jetzt einfach mal... Das ist so befriedigend, die einfach wegzutransportieren. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, so die ersten Leute zu rekrutieren, weil die noch, ja gerade so in den ersten... Gerade noch so in den ersten Leveln noch nicht so gut sind, sage ich mal. Aber ja, wir können ja auf jeden Fall erstmal so ein paar mitnehmen und ich glaube, man kann auch Leute verheizen im Krieg. Also ich kann auch Leute zu einer externen Mission schicken, die dann entsprechend Ausrüstung besorgen und sowas. Aber das gucken wir uns alles später alles in Ruhe an, ne? Alles ganz bequem hier. Keinen Stress, Leute, keinen Stress. Und das weiß ich auch noch nicht. Überlege ich mir, wenn es soweit ist. Jetzt hat er das leider gesehen. Ja, das war, glaube ich, nicht so gut. Muss mal gucken. Ich muss ein bisschen vorsichtiger mit meiner Munition um. Ja, ne, die Munition ist jetzt nicht so das Problem, aber vielmehr der Schalldämpfer, der macht mir so ein bisschen Sorgen. Ich glaube, die unterhalten sich, ne? Ich frag mich, was für eine fette Ausrüstung die damit haben. Apropos Ausrüstung, ich bin ja auch so ein... Ja, wie sag mal, so ein Survival-Freak. Ich habe mir auch so ein bisschen... Hier, so einen Rucksack. Mit ein paar Dosen. Auch eine gute Geschichte. Dosen kannst du eigentlich fast immer... also die werden nicht wirklich schlecht. Ich habe schon Storys gehört, wo jemand irgendwie eine 30 Jahre alte Hühnchendose oder so
gefuttert hat und anscheinend ist das kein Problem gewesen. Ist ja aber klar, das wird abgekocht, luftdicht verpackt. Ich meine, was soll da groß dran kommen, ne? Das Einzige, was so passieren könnte. Und das kommt natürlich immer drauf an, Fette drin sind oder so. Und bei Fette werden mit der Hitze auch ein bisschen schlecht. So viel ich das weiß. Aber nahezu weiß ich auch nicht, überlege ich mir noch. Ach, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ah. Nervensäge. Schauen wir mal. Hat er mich jetzt gesehen, weil ich glaube, ist wer? Nein, da ist keiner. Du hast gar nichts gesehen. Jetzt habe ich aber keinen Karton mehr. Karton, genau, doch, habe ich mit. Okay, gut. Hallo, Pack. Ich müsste da hinten rein, so viel ich weiß. Dann gehen wir einfach mal hier so einen kleinen Umweg. Ah, da haben wir... Ich hab's kommen sehen. Ich hab's kommen sehen. Vielleicht wäre es einfacher gewesen, einfach da hoch zu gehen. Können wir mal gucken. Und tschüss. Oh. Der ist draufgegangen. Boah, der ist draufgegangen. Tut mir leid, mein Freund, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass das dein Ende ist. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. So, dass er mich von der Entfernung sieht. Gut. Ja, ich arbeite gern mit Safe States. Das macht das ganze Gameplay einfach schneller. Und auch wenn ich jetzt hier einfach am nächsten Tag an der gleichen Stelle weiter ach so, ich glaube, ich muss die anscheinend alle wegjagen, ne? Geht wohl nicht anders. Da ist mein Schalldämpfer gleich weg. Scheiße. Warte mal. Ups. Tja, auch kein Schalldämpfer mehr. Da hilft wohl nur noch hohe Gewalt. Oder abtransportieren, natürlich, das ist natürlich auch eine Option. Das ist, wenn man es hier ohne Töten lösen möchte. Aber ich glaube, ich werde einfach mal ein bisschen Kamikaze machen. Oh.
Einfach mal hier ein bisschen Action in die ganze Geschichte reinbringen. Ja, der ist natürlich am MG. Ja, vielleicht überlebt er noch, wenn ich rechtzeitig den wegschicke. Das war's, okay, das Gebiet musste ich säubern. Guinness! No way! What do we do? Sandinistas, right? I'm looking for someone. Mi viejo! Shh! He's dead. They killed nuestro viejo. You're his daughter. Then that makes you his delegado, right? Relax, I'm not your enemy. Cuban. A cigar? I'll take whatever you've got. I owe you one. But I prefer cigarettes, you know. How do I look? A little like El Che, no? You Cubano? Colombiano, a photographer. I came to Costa Rica to take pictures of birds. Birds? Yeah, quetzals. You've got no telephoto lens. How do you get your shots? Telephotos for amateurs. It's all in the timing. Oh. Let me smoke Okay, too. we can talk until I finish this. Chico. Tell me what's going on here. This place is crawling with soldiers. They don't look like private security, more like hired guns. They're loaded with the latest gear from all over the world. I heard they're a security force hired by Codessa. Yeah, and I'm Papa Noel. Those guys are UCLA's. UCLA's. La CIA. I saw them, setting up shop in town. They're planning to do here what they did in Chile. If that's the case, what are they after? Whatever it is, it's not us. You don't think they're here to push you back into Nicaragua? Impossible. Too much hardware. Too many bases. Didn't you see? They've got helicopters, tanks. It's like we're in Da Nang. There must be something else. They have a base near here. There's a factory to the north, across a suspension bridge. Factory to the north, across a bridge. Have you seen a big transport boat? Mercenary crew on the Rio del Jade. You mean the barge? It's upstream from here. Up toward Irasu. Any idea what's on it? I could introduce you to some of our compas up there, but I don't recommend going to the mountains. We've lost a lot of people there. They take us captive, torture us for information about our compas, and then they kill us like pigs. Got it! All right! This was our last hideout, the final refuge for El Frente, after being pushed out of Nicaragua and into this peaceful paradise of Costa Rica. Then, El Monstruo attacked. A monster. Y mi viejo. Mi viejo. Papá. He was la esperanza. Our hope. Now that Papa's gone, my sister's la comandante de la revolución. Do not listen to him. Papa was a hero who fought by Sandino's side. I am only his daughter. You need a special talent to become cacique. It takes someone great to unite all of Las Compas. Sorry to interrupt, but leaders don't choose themselves. Neither do heroes. You carry on his legacy of La Esperanza, and they'll follow you, no question. You think so? My compas trust me, but not one of them calls me comandante. Amanda! See what I mean? El Jolibri!
So, dann lass mal grad ballern. Moment. Mein Controller hat sich gerade leider ausgeschaltet. Moment. So. Noch einer? Bam. Wo kommt der Raketenwerfer plötzlich her? Kaboom! What the hell? Es un hombre nuevo, an unmanned weapon, a robot. No, he won't survive the fall. Out of my way! Better for him to die at the hand of a compa than suffer their torture. Stay here. As long as I'm still alive, I might as well repay. Over here! Fine, Chico! ¡Venceremos! Ist schon geil inszeniert, ne? Für so einfach nur so Zeichnungen. Schon cool gemacht. C, ja, weil ich zu viele getötet habe. Snake, what was that thing? Whatever it was, it looked unmanned. Unmanned? I'd heard rumors, but an operational unit? What the hell is going on here? Not to quote Amanda, but the hardware they've got here isn't just unusual, it's overkill, which means one thing, it's nukes. So the question now becomes why? We can't make that call yet. We need more intel. How? Our source is dead. But his daughter isn't. Good thinking. We can follow her. Head for the next outpost and make contact with Amanda if she's still alive. Roger. Okay. Machen wir direkt weiter. Ich würde sagen, nach dem Level dann beschäftigen wir uns ein bisschen mehr mit den mit dem anderen Kram. Suchen Sie Amanda. Ja, machen wir das. Amanda's Sandinistas were going corresponds to the location of the next outpost, a supply depot. We should be able to make contact with her there. Einsatzvorbereitung. Ne, wir machen einfach mal weiter. Ich glaube, die ist ja letztens abgehauen, ne? Careful, they've got reinforcements coming. Also ist ihren entführten Bruder da. Ja, komm. Achso, das Level hatten wir schon mal, ne? Moment, ich muss erstmal. Wundert euch nicht. Ist hinter mir einer? Ah, die gucken da alle so gezielt in der Richtung. Vielleicht ist es clever, wenn wir einfach mal vorbeigehen. Ja, ich schneide mehrere Videos von mehreren Tagen zusammen. Und dann kann es schon mal sein, dass sich das alles hier so ein bisschen so anfühlt. Als hätte ich von jetzt auf gleich irgendwie keinen richtigen Plan mehr. Daher kann das sein. Aber anders ist für mich nicht machbar. Aber gibt Schlimmeres im Leben, ne? Gibt Schlimmeres. Da liegt ein Item. Ich würde sagen, den nehmen wir gleich mit, oder?
Vielleicht hätte ich vorher den beklauen sollen. Also wir können Sachen anscheinend die wir zu viel haben oder keinen Platz haben, in die Basis lagern. Hier oder was? Ich wollte gerade sagen, das ist es. Ich könnte mich anschleichen oder ich könnte einfach eine Pussy sein und den machen. Und weil ich eine Pussy bin, mache ich den. Gut. Klauen wir ein bisschen Muni. Was ist das? Magnum? Haben wir, glaube ich, aber noch nicht, oder? Ja, wir kümmern uns... Ja, nochmal wollte ich es eigentlich nicht machen, aber... Ja, gut. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich ein Problem, aber... Gerade noch so... den Hintern gerettet. Naja, könnte ich machen. Ja gut, ich mache das jetzt trotzdem mal. Um euch zu zeigen, wie das Ganze aussieht. Ist schon geil, oder? Was alles auf der PSP schon ging. Jetzt habe ich gerade die Tasten verwechselt. Na gut. Ist aber schon geil, was an dem Spiel alles machbar war. Deswegen, also Peace Walker ist wirklich... verdammt gut. Man merkt aber, hier wurden, glaube ich, auch viele Level recycelt. Gleich ist man... Gleich haben wir ein Problem. Technische Daten. Oh. Oh. Du hast nichts gehört, nichts gesehen, nichts gehört, nichts gewusst. Ah, ich glaube, der hat schon keinen Bock mehr, ne? Ah. Ich nehme... Achso, doch, der hat wohl doch noch einen kurzen Moment. Ja, mich zu krass anzuschleichen ist immer so eine Sache, aber wenn ich ein Safe State nehme... Ich hab dann... Ja, und tschüss. Ich hab nämlich... Mein Schalldämpfer macht nicht mehr ganz so lange mit, habe ich das Gefühl. Und dann müssen wir hier ein bisschen gucken. Zwei Schuss oder einen noch? Einen noch. Ich nehme jetzt direkt am Anfang mal so viele Leute wie möglich mit. Damit wir da an der Basis auch mal ein paar verheizen können und ja, dass wir da einfach mal generell ein bisschen weiterkommen. Aber eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. So. Hier siehst du richtig schön matschige Texturen aus dem Jahr 2010. Nee, ich will mich gar nicht beschweren, weil für Handheld war das schon geil.
Chuck Norris benutzt keine Augentropfen, er benutzt Tabasco. Müssen wir gerade mal gucken, wo wir hier lang gehen. Hier auf jeden Fall jede Menge Zeug zum Aufsammeln, wie es aussieht. Oh, haben wir einen Gefangener. So, das macht auf jeden Fall mega Sinn. Ja, also durch das ganz... Da freut sich jemand. Mach dich vom Acker. Mach dich vom Acker. Der ist ja noch geduldiger als ich. Du hast nix gesehen. Ja. Ich wünschte, ich hätte auch so einen Handgriff wie der gute Snake hier. Dann legt sich keiner mehr mit mir an hier. Aber leider muss ich mich halt immer noch mit so vielen Bekloppten im Alltag herumplacken. Also nicht prügeln oder so, aber... Ja, auch generell diese Respektlosigkeit manchmal von Leuten, obwohl man eigentlich einfach nur in Ruhe gelassen werden möchte, so. Eigentlich gar nichts großartig von denen will, ne? Ja. Ja, kann man so auch machen. Das ist ein bisschen anders, als ich das gedacht hatte, aber warum nicht? Hier liegen jede Menge Zeugs rum. Tigerstreifen. Okay. Der erste Boss. Ein Panzer. Ein Panzer. Tank. Ah, war gar nicht so schlecht, siehst du? Voll abgeholte Gefangene. Kann mit heldenhaftem Geist erfüllt werden. Worte, okay. Ein Tigerstreifen nackt. Mhm. Listen, boss. We both know you're the reason MSF's grown so much, but it's time we started putting more thought into provisions. Good point. A place this big needs a good stockpile on hand. The Japanese say you can't fight on an empty stomach. Something we learned in World War II. Obviously. Maintaining a steady supply of provisions is one of the basic principles of logistics. So I went ahead and set up a mess hall team. The team members' numbers and abilities will affect the amount of grub to go around. Without enough food, morale will drop. They get hungry enough, and we could start losing people. Anyway, I need you to assign guys to the mess hall team. Copy that. Ja, ich würde sagen, machen wir das mal. Kümmern wir uns das erste Mal um diese Features. Kantinenteam. Servieren Sie Essen und verbessern Sie die Nahrungsmittel. Oh, ein Weg. Raketenwerfer. Kompakt und leicht, sodass Sie mehrere gleichzeitig mitführen können. Besteht in der geringen Durchschlagskraft. Ach, was heißt geringen Durchschlagskraft? Ich werde froh sein, den zu haben. Aufgrund von Komplikationen nach Verwendung gestorben. Oh. Person wurde an kein Team zugewiesen. Aha. Personal. Möchten Sie das Personal-Tutorial ansehen? Nein. Ich kann mich schwach daran erinnern, dass es hier ein
automatischen Knopf gab. Oder sowas Ähnliches. Da müsste ich aber gerade mal gucken. Hier gab es irgendwie... Ah, automatisch zuweisen. Ja, hier, das habe ich gesucht. Ich dachte, da gäbe es einen Knopf für. Bereit zur Entwicklung. Haben wir das Personal zugewiesen und jetzt gehen wir direkt mal einen Schritt nach links. Nein, gucken wir uns mal an, was wir hier haben. Wir haben oben rechts GMP und das hier ist Rang 2. Entwicklungskosten. Ich würde sagen, da wir es viel mit der Betäubung machen. Was ist das? Na, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Ding hier. Ich möchte das jetzt erstmal nicht machen. Maschinenpistolen, Scharfschützengewehre, ja, das ist schon mal per se nicht verkehrt. Ich denke, das kann man immer mal gebrauchen. Ach, den haben wir automatisch schon freigeschaltet. Rauchgranaten. Auch keine schlechte Sache. Ich denke, fürs Erste belassen wir es dabei, oder? Was ist das? Scharfschützengewehr? Achso, der ist schon dabei, ja. Ne, ich würde sagen, lassen wir es erstmal. Ein paar Sachen kann ich auch noch nicht freischalten, soweit sind wir noch nicht. Objekte können wir auch freischalten. Analysegerät. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie wichtig das war. Anderes. Ne, da machen wir Best Ops. Ne, das ist unwichtig. Okay. Gehen wir mal den Panzer an, würde ich sagen. Panzerfahrzeugkampf. That's an armored vehicle unit, Snake. Either destroy the vehicle or neutralize the soldiers. Take it out. Ich mag Zerstörung lieber, deswegen schauen wir uns mal gerade an, was wir denn hier haben. Nackt ist, glaube ich, nicht so gut. Tigerstreifen. Ja, Ruinen. Ja, da ändert sich höchstens was an der Tarnung, aber mehr auch nicht. Sand. Ja, die Kleidung hier finde ich nicht so clever, ehrlich gesagt. Gefällt mir auch nicht so gut. Ja, nimm einfach mal die hier. Was haben wir denn noch so Schönes? Walkman. Tragbares Audiogerät ermöglicht den Wechsel der Hintergrundmusik. Ist ja interessant, aber das habe ich eigentlich bisher noch nicht benutzt. Ich mag ja, also die haben ja sich bestimmt was dabei gedacht, die Hintergrundmusik dementsprechend zu wählen. Stellt Verstand wieder her, ist vielleicht nicht verkehrt, oder? Walkman, Kamera. Ja gut. Dann brauche ich auf jeden Fall hier. Ich bin verwirrt. Hatten wir nicht... Achso, warte mal. Dann geht das bestimmt nur hier, oder? Ja, unter Waffen geht das nur, okay. Ich denke gerade, hä? Ja, mit der Betäubungspistole können wir eh nicht viel anfangen. Deswegen,
Ja, die hatten wir hier schon. Naja, ist eigentlich auch egal, ne? Okay, das sollte soweit okay sein. Los geht's. Panzer, Tank. Ja, Panzer sagt man nicht. Ich bin halt Denglich, man. Ja, Denglich. Also Denglich Deutsch und Englisch zusammen. Weil irgendjemand wohl auf die Idee kam, nur Deutsch und nur Englisch ist langweilig, deswegen macht man jetzt Denglich. Whatever. So. Mit dem Kopf gegen die Wand. Mit dem Kopf gegen die Wand. Ob das so gut geht, weiß ich noch nicht. Das werden wir jetzt gleich sehen. Das wollte ich jetzt nicht. Komm schon, schneller. Der hat schon mal 2 Balken weg. 3 Balken weg. 4 Balken weg. Können wir schon mal speichern, das ist schon mal nicht schlecht. Okay, das sieht doch jetzt erstmal nicht so schlecht aus. Wir haben ja noch Granaten. Fünf Balken weg. Gucken wir mal. Jetzt ist er abgehauen. Das sieht nicht gut aus. Aber wir haben zum Glück noch ein paar Granaten. Aber ich habe... Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ration mehr, aber... Jetzt zieht er ganz schön Leben ab. Oh, oh, oh. Ich bin zu nah, ich bin zu nah. Das gefällt mir nicht. Meine Position ist sehr ungünstig. Sehr ungünstige Position. Ich wüsste aber gerade nicht, wo ich mich verstecken soll. Ja, Granate und Raketenwerfer ist in der Situation ganz angebracht. Entfernung natürlich auch. Das Sturmgewehr. Ich will nur hoffen, dass er nicht anfängt, hier mit den Raketen zu schießen, falls er denn welche haben sollte. Ah. 4 Balken. Eigentlich schon mal nicht schlecht. Okay, er kommt. Ich stelle mich jetzt gerade ein bisschen blöd an. Wo kam das denn jetzt her? Ja, der hat anscheinend... Okay. Oh Gott, nein! Ja, jetzt treffe ich auch nicht. Die letzten Balken könnten sie ein bisschen... Ja, mit dem Sturmgewehr komme ich, glaube ich, nicht allzu weit. Ja. Ah. Komm, das müssen wir doch schaffen. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus, aber die war leer, ne? Ja, ja, die war leer. Das sieht nicht gut aus. Ich habe auch keine richtige Deckung hier.
Ah. Ich glaube, ich muss gleich nachladen. Also den Save State. Als das Sturmgewehr. Ja, ich glaube, das gibt keinen. Ich werde hier knapp verrecken. Wo ist er hin? Oder? Schaffen wir es? Noch eine Ration? Jawohl! Panzerfahrzeugkampf. Einsatz beendet. War aber nicht gerade... Ich habe mich sehr oft treffen lassen. Das war jetzt nicht das beste Ergebnis. Aber okay. Nimm es einfach mal so hin. Oh, was ist das? Schießen. Den hier wahrscheinlich, oder? Oh. Amanda. Chico. Hat schon wehgetan. What? What is it? Can you roll me one? Tobacco. Oh, yeah. Chico. Hold still. I treated him like a kid again. We fought. I didn't want Chico to know. Kept it a secret. Somoza's Guardia chased us out of Nicaragua, across the Rio San Juan, and we ended up here. The only reason we've been able to keep on fighting. Amanda. The factory. You saw it? The banana factory. A front. It's a drug refining plant. The KGB set it up for us to run. We used the income to buy food and weapons. Mi viejo never said a word, but we all knew. Everyone except Chico. Everything we have, our weapons, our compass. He brought it all together. We were going to rebuild our country. Rebuild Nika with our own hands. Even if we had to dirty our hands to do it. But it's all over.
lost our cacique. Papa. I could never replace him. Now they've taken the plant from us too. There's no place left to regroup. No way to fight la revolución. Here, I rolled you one. What about you? You're going after that cargo? Yeah. Must be important, Looks that way. It looks like it could be nukes. What? Nukes? Madre de Dios. No time to waste. We must get to Irasu. The transport route leads there. It must be where they're holding Chico and my compas too. Whenever Chico and I argue, he goes off to be by himself. That's why he knows more than anybody about their bases. Chico. You're pretty worried about your baby brother. This is why I'm not fit to be a leader. Fine. It's a little bit out of my way, but just tell me where I need to go. There's a prison up in the mountains. That's probably where he is. A prison in the mountains. You must do something for me. If you can't save Chico, I want you to ease his pain, end his humiliation. If he gives in, if he's about to sell out his compas, please, at least let him keep his honor. That's a promise I can't make. Why? Amanda, we gave up our homes, but we're still alive. We're still fighting. And there's always another reason to keep on living. I feel alive again. Amanda, join my unit until you've healed up. Your unit? Yeah, Who are you? Why are you here? I'm Snake. Serviente. Snake? Could it be the great cacique has come to lead us? Kaz, can you hear me? MSF here. One for recovery. She's wounded. Acknowledged. Kaz, the cargo on the barge. I was right. It's headed for the mountains. You think that's where they're taking the nukes? I'm sure of it. Let's move. Und C. Snake, Amanda's reached the plant. Snake, Amanda, how do you feel? some first helicopter ride. I'll be perfectly happy if it's my last. As you can see, she's doing fine. I set Amanda up with her own frequency, so call her anytime you need to. If you have any questions about American bases or mercenary units, or about El Frente, just ask. And please, do not forget my compass and Chico. Don't worry. It's good to be working with you, boss. Snake, we can monitor her condition in sickbay. Remember to assign roles to any POWs you bring back to Mother Base.
outfit gets built depends on who we assign to what jobs. That'll determine how Mother Base grows. It's one of your most important roles, boss. Yeah, I know. Boss, one more thing. Now what? It's about sickbay. Naturally, we can use it for the sick or injured like we did with Amanda. But we can't expect people to get better without the proper treatment. Uh-huh. So I figure we'll need a medical team for that. The number of team members and their abilities will determine how quickly the sick and injured heal. They can also monitor everybody's health. Right. Prevention is the best medicine. You got it. Remember to wash your hands often and gargle twice a day, boss. If only I had the time. Okay.